Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde euch hier zeigen, wie ich mit meinen Ziegen trainiere, dass sie sich duschen, waschen oder baden lassen. Jeder, der schon mal mit Ziegen zu tun gehabt hat, weiß, dass sie äußerst wasserscheu sind und sich nur im absoluten Notfall irgendwie mit Wasser in Kontakt bringen lassen. Sie würden auch nie von sich aus durch eine Pfütze gehen oder sich sonst irgendwie mit Wasser in Kontakt bringen. So sind sie halt. Trotzdem kann es nötig sein, dass man sie mal waschen oder duschen muss, und dann ist man froh, wenn man eine Ziege hat, die das zumindest über sich ergehen lässt und nicht ein riesen Rodeo veranstaltet. Ich trainiere meine Ziegen hauptsächlich mit positiver Verstärkung und versuche sie immer zum Mitdenken zu motivieren. Sie sollen etwas Unangenehmes wie das Duschen nicht aufgezwängt bekommen, sondern sie sollen es über sich ergehen lassen, weil sie wissen, dass sie nachher dafür belohnt werden. Und sie sollen auch die Möglichkeit haben, sich der unangenehmen Situation zu entziehen. So lernen sie mit der Zeit, dass sie sich bewusst dafür entscheiden können, mit mir zusammenzuarbeiten. Und dass das Spaß macht. Das ist eine ganz andere Grundhaltung, als wenn Tiere etwas nur tun, weil sie müssen. Meine Ziegen sind daher fast immer äußerst motiviert, mit mir zusammenzuarbeiten und lassen sich eigentlich auch an jede ungewohnte Situation heranführen und lassen es sich mit genügend Ruhe erklären. Dieser letzte Punkt ist allerdings genau das Schwierige daran. Damit man das wirklich konsequent machen kann mit der positiven Verstärkung, braucht man eine sehr große innere Ruhe und sehr viel Geduld, weil man halt seine Ziele dann von Anfang an viel kleiner stecken muss. Das bedeutet, dass ich solche Trainings nur machen kann, wenn ich selbst genügend Zeit und Geduld habe. Ich habe gelernt, dass es keinen Sinn hat, etwas mit Tieren zu trainieren, wenn ich selbst gestresst oder unausgeglichen bin. Manchmal hilft es mir auch, mich auszugleichen, mich auf sie zu konzentrieren, aber manchmal merke ich, dass überhaupt nichts klappt und dann breche ich lieber direkt ab, bevor ich unfair werde oder meine Trainingsmethoden nicht so mache, wie ich das gerne möchte. In diesem Video zeige ich euch, wie ich den Banz, meinen 5-jährigen Kupferhalsziegenbock, an einem sehr warmen Sommertag dusche. Banz mag das natürlich überhaupt nicht und ich zeige euch, wie ich ihn da langsam ranführe. Als erstes habe ich Banz mal ein bisschen fressen lassen, damit er seine erste Aufregung vom Rausgehen aus dem Stall mal ein bisschen abbauen kann. Dann habe ich ihn zu mir geholt und erstmal ein paar einfache Übungen mit ihm gemacht, die er bereits kann. Er kann noch nicht so viel, aber er hat gelernt, ein paar Schritte rückwärts zu gehen, wenn er vor mir steht, und mit seinem Mund meine Nase zu berühren. Das habe ich ihm beigebracht, damit er mit dem Mund vorangeht und nicht mit den Hörnern, wenn es um Menschen geht. Banz ist noch nicht sehr lange bei mir, erst ein paar Monate, und hat sein bisheriges Leben in einer Herde verbracht. Er war zwar schon da, sehr menschenbezogen, aber er wurde nie trainiert. Er kannte also weder am Halfter zu gehen, noch auf seinen Namen zu hören und wusste auch nicht, was eine Belohnung bedeutet. Da er aber sehr schlau ist, hat er das alles innerhalb kürzester Zeit gelernt und ist jetzt sehr motiviert, neue Sachen zu lernen. Banz ist aber ein sehr, sagen wir mal, nervöser Ziegenbock. Er ist sehr unsicher und braucht viel Bestätigung. Er lässt sich auch noch sehr schnell ablenken, und wenn er nicht sicher ist, kann er auch je nachdem aggressiv werden. Deshalb muss man schon ein bisschen vorsichtig sein und ihm sehr viel Ruhe geben, wenn man etwas von ihm will, was er nicht kennt oder noch nicht kann. Ihr seht hier, dass ich ihn nicht festgebunden habe. Ich habe ihm nur ein Seil um den Hals gelegt, damit ich ihn ein bisschen halten kann, dass er mich nicht wegläuft.
Er hat aber jederzeit die Möglichkeit, von dem Wasser auszuweichen. Als erstes zeige ich ihm das Wasser, lasse ihn dann ein bisschen angucken und berühre ihn da noch nicht groß damit. Und dann ist das erste Ziel eigentlich nur, dass er sich das mal anschaut und dass ich seine Vorderfüße und seine Brust mit dem Wasserstrahl nass machen darf. Das Wichtigste ist, die Ziele klein zu halten und sie dann langsam zu steigern, wenn man merkt, dass die Ziege das verstanden hat, was man von ihr wollte.